In diesem Video zeige ich dir, wie du Projekte im Blatt verrechnen kannst. Und zwar geht es ja bei dem Projekt darum, dass man Stunden aufschreibt, Zusatzleistungen, Material, Drittkosten usw. auf ein Projekt erfasst und die natürlich irgendwann möchte einem Kunden in Rechnung stellen. Da gibt es eine wichtige Unterscheidung, die wir zuerst machen müssen. Und zwar beim Eröffnen eines neuen Projekts wählen wir zwischen zwei verschiedenen Verrechnungsarten. Da gibt es nach Aufwand. Da geht es darum, dass wir Stunden aufschreiben, Zusatzleistungen, Drittkosten, die sammeln sich an. Und am Tag X gehst du an und tust alle offenen Leistungen dem Kunden 1:1 in Rechnung stellen. Dann haben wir die Variante Pauschal. Da geht es darum, dass du mit dem Kunden einen Fixbetrag abgemacht hast, meistens über Offerten, und die gelten dann als Basis der Verrechnung. Wenn du bei dem Projekt bist, kannst du ganz einfach nach verrechenbaren Projekten filtern, um eine Liste zu kriegen von allen Projekten, die wir eine offene Posten haben. Ich gehe jetzt sogar in das Projekt rein, das nach Aufwand abgerechnet wird, und sehe oben dran schön, dass ein offener Posten rum ist. Wir haben hier nämlich noch gar nichts in Rechnung gestellt. Und ich kann hier einfach auf «Neue Rechnung» klicken und komme jetzt auf eine Ansicht, wo ich alle offenen Leistungen sehe, die noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Also das sind jetzt alles Stunden plus noch Zusatzleistung, und unten haben wir sogar noch Drittkosten, die wir auch dem Kunden weiter verrechnen können. Ich kann jetzt hier all diese Daten noch überprüfen, kontrollieren, ich kann sie auch noch anpassen, und wenn ich zufrieden bin, kann ich oben auf Abrechnen und Aufwände sperren. Dann kann ich wählen, ob das auf eine neue Rechnung soll oder ob wir die auf eine bestehende Rechnung packen sollen. Das ist praktisch, wenn man schon etwas vorbereitet hat. Dann kann ich noch wählen, ob die Positionen einzeln aufgelistet werden oder gruppiert oder in eine Position zusammengeführt werden sollen. Ich wähle jetzt hier nach Tätigkeiten gruppieren und klicke auf Neue Rechnung. Und so sind wir schon bei der Rechnung, können die auch hier noch beliebig anpassen und so dem Kunden in die Rechnung stellen. Wenn wir jetzt nochmal zurück aufs Projekt gehen, sehen wir, dass der offene Posten hier verschwunden ist. Zurück bei dem Projekt haben wir noch das zweite Beispiel, und da geht es um ein Pauschalprojekt. Das ist ein Marketingbudget, das man Anfang Jahr definiert hat mit einem Kunden. Das sind knapp 60'000 Franken. Und da hat man jetzt natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie man die in Rechnung stellt. Bei so einem hohen Betrag macht man ja meistens nicht nur eine Rechnung, sondern tut sie aufteilen. Und genau das kann man hier machen. Man kann hier entweder eine einfache Rechnung machen mit einem vollen Betrag oder einem beliebigen anderen Betrag. Oder man kann auch sagen, ich will die Rechnung aufteilen. Das ist eben bei vor allem grösseren Projekten natürlich sehr spannend, weil man könnte sagen, wir machen dann eine Kontorechnung von 30%. Dann machen wir eine, wo, sagen wir mal, in der Mitte des Projekts rausgeht, nochmal 50%, und beim Projektabschluss machen wir noch die letzten 20%. Ich kann dann auch bei jeder Rechnung noch das Datum anpassen, den Titel und so weiter. Und wenn ich da unten auf den Button klicke, haben wir direkt 3 Rechnungen erstellt und können die so dem Kunden rauslassen oder einplanen. Zurück auf der Übersicht sehen wir jetzt auch schon, dass der offene Posten verschwunden ist und 100% von dieser Offerte schon in Rechnung gestellt worden ist.